Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf dem Sicherheitstechnik-Kanal der Firma Bernstein. Ich bin der Sascha, ja, und hier auf diesem Kanal möchte ich dir das Thema der funktionalen Sicherheit ein bisschen näher bringen. Und heute möchte ich mit dir einmal über den sogenannten Common Cause Failure sprechen. Warum machen wir das? Wir sind immer noch im Bereich der Begriffserklärung aus der funktionalen Sicherheit und das machen wir wiederum deswegen, weil wir ja nach wie vor in unserer Beispielapplikation sind und am Ende dieser ganzen Begriffserklärungsreihe möchten wir mal eine Berechnung durchführen für elektromechanische Schalter. Wenn du dir diese Applikation nochmal in das Gedächtnis rufen möchtest, dann kannst du dir die gerne nochmal ganz ausführlich hier oben rechts anschauen. Da ist sie verlinkt und dann weißt du nochmal ganz genau, worum es an der Stelle geht. So, Common Cause Failure, darum geht es heute. Kurz nochmal die Einblendung der Begriffe, die wir beim letzten Mal eben erklärt haben. Diese Grafik, die ich jetzt hier einblende, die kennst du ja bereits. Und da geht es eben darum zu zeigen, was wir bisher gemacht haben. Du siehst, ganz links sind wir angefangen mit den Kategorien, dann haben wir über MTTFD-Werte gesprochen, dann über Diagnose-Deckungsgrade und heute geht es eben um den Common Cause Failure. Also wir können 3 Haken verteilen und heute kommt eben der 4. dazu. Wir fangen an mit einer Begriffserklärung. Wie unschwer zu hören ist das natürlich ein englischer Begriff, weil diese ganze Safety-Welt englischsprachig ist. Deswegen ist das auch ein englischer Begriff. Zu Deutsch heißt es einfach nur, es ist ein Fehler gemeinsamer Ursache oder Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache. So, was hat das jetzt genau damit auf sich? Diese Fehler gemeinsamer Ursache oder Ausfälle gemeinsamer Ursache sind sehr, sehr kritisch in der Sicherheitstechnik oder in der funktionalen Sicherheit. Warum? Weil sie eben unter Umständen dafür sorgen können, dass beide Sicherheitskanäle eben ausfallen. Und wie du sicherlich mittlerweile weißt, ist, wenn beide Sicherheitskanäle ausfallen, dann habe ich so eine Art Super-GAU im Bereich der funktionalen Sicherheit. Also Grund genug, sich damit zu beschäftigen, über Maßnahmen das Ganze eben einzugrenzen oder auszumerzen. Wie läuft das jetzt im Detail? Das erkläre ich jetzt mal. Wir haben hier wieder unsere klassische Sicherheitskette, die du ja mittlerweile auch schon kennst, besteht aus Eingängen, 2 Positionsschalter, Bauart 1 und Bauart 2, den mittleren Teil, die Logik und am Ende den Frequenzumrichter. Und jetzt muss ich für jedes Teilsystem 1, 2, 3 eben diese Betrachtung für diese Common Cause Failure machen. Eigentlich, hier haben wir jetzt das Glück, dass wir für den mittleren Teil, für die Logik, das Ganze schon gemacht haben oder einfach nur bekommen vom Hersteller, vom Bernstein in dem Fall. Das gleiche gilt für die Ausgänge, für die sicheren Ausgänge. Auch da hat der Hersteller das schon gemacht. Wir müssen uns also heute nur darüber unterhalten, wie bekommen wir die beiden Positionsschalter im Eingang in den Griff. So, das läuft jetzt wie folgt. Ähnlich wie beim Diagnose-Deckungsgrad hat die Norm da schon eine Menge Vorarbeit für uns geleistet. Es gibt in der 13849-1 einen Anhang F und in diesem Anhang F finde ich eine wunderschöne Tabelle, die ich jetzt hier auch mal gerade einblende. Und in dieser Tabelle siehst du ja auf der linken Seite Maßnahmen und auf der rechten Seite eben Punkte, die du für die Umsetzung dieser Maßnahmen bekommst. Jetzt musst du für jedes Teilsystem, das heißt also in dem Fall für unsere beiden Positionsschalter, 65 Punkte erreichen. Suchst dir also die Maßnahmen raus, erreichst sie, setzt sie um in deiner Applikation, kriegst 65 Punkte oder mehr und dann kannst du einen Haken an diese ganze Geschichte eben machen. So, im Prinzip ist das die Erklärung zur Vorgehensweise dieser ganzen Thematik. Es ist allerdings wichtig, dass man einmal, oder aus meiner Sicht wichtig, dass man einmal so ein bisschen über ein Beispiel spricht, damit man das Ganze ja etwas besser versteht. Und ich möchte mal in dieser Tabelle der Maßnahmen und Punkte bleiben und ich greife mir mal diesen Punkt der Diversität raus, um dir einfach mal so ein bisschen zu erklären, worüber wir hier reden. Es ist jetzt so, dass wir ein Beispiel haben aus unserem Kundenstamm. Ich kann natürlich keine Namen nennen, aber tatsächlich so passiert. Klingt ein bisschen drastisch. Wir haben eine Maschine, wir haben eine Anlage. An dieser Anlage oder Maschine ist eine Tür, die abgesichert ist mit 2 mechanischen Schaltern. Und zur besseren Erklärung gehen wir erstmal davon aus, dass an beide Schalter Bauart 2 Schalter sind, also mit getrenntem Betätiger. Ja, die sind da dran, Maschine läuft, Tür ist zu. Alles ist in Ordnung. Jetzt kommt ein Gabelstapler rein, lädt eine Palette auf, möchte sich einmal drehen und wieder rausfahren. Und bei der Drehung erwischt die Palette leider die Tür und haut diese ganze Tür komplett weg, wird also abgeschert. So. Jetzt habe ich bei diesem Schalter das Problem, oder bei diesen Schaltern generell das Problem, dass das Gehäuse an der Anlage sitzt, der Betätiger an der Tür. Durch die Abscherung ist diese Zunge nach wie vor noch im Schalter. Diese Anschraublasche hier, die liegt auf dem Boden. Ja? Lasche im Schalter, bei beiden Schaltern. Lasche im Schalter heißt, alles ist in Ordnung. Der Sicherheitskanal, in dem Fall der Öffner, ist zu und die Maschine oder die Sicherheitssteuerung denkt, es ist alles fein. Die Maschine läuft weiter, obwohl gar keine Tür mehr da ist. Das ist natürlich ein Super-GAU, ein sehr, sehr gefährlicher Ausfall. So, das passiert, weil ich 2 identische Schalter nehme oder 2 gleiche Schalter an einer Tür. Jetzt kommen wir zur Diversität. Die Diversität sagt einfach nur aus,
bitte lege beide Kanäle unterschiedlich aus. Und unterschiedlich auslegen heißt in dem Fall, dass wir einen dieser beiden Schalter behalten, den anderen schmeißen wir raus und dafür nehmen wir einen Bauart 1 Schalter. Bei uns ist das ein IN65 mit so einem Achshebel oben drauf und den setzen wir eben an die Stelle, an der eben dieser Bauart 2 Schalter hing. So, gleiches Szenario. Der Gabelstaplerfahrer kommt wieder rein, haut die Tür weg. Dem Schalter hier, dem Bauart 2 Schalter, geht es genauso wie eben. Die Lasche steckt noch drin, er schaltet durch, alles ist fein. Öffnerkontakt. Bei dem Schalter nutzen wir den Schließerkontakt, wenn die Tür geschlossen wird. Das heißt also, Tür wird geschlossen, der lenkt aus und der Schließer schließt, Signal geht raus, Kanal ist in Ordnung. Jetzt ist der Schalter gar nicht mehr da oder der Kopf ist nicht mehr da, ist auf jeden Fall zerstört. Der Schließer kann also nicht mehr schließen, den Kanal nicht mehr zumachen. Und dann weiß die Steuerung eben, oh, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, der Kanal wird abgeschaltet. Und wenn ich einen Kanal von 2 abschalte, steht die ganze Anlage. Das ist der Punkt, den wir erreichen müssen. Das ist der Punkt der Diversität. Das heißt also, Common Cause Failure, wir haben eine Ursache, der Gabelstaplerfahrer. In dem Fall, wenn ich 2 von diesen Schaltern habe, führt es zum gefährlichen Ausfall. Machen wir das Ganze divers, also nehmen wir unterschiedliche Schalter, die unterschiedlich funktionieren, dann habe ich einen Kanal immer noch da und wenn ein Kanal von beiden Kanälen da ist, dann fährt die Maschine eben runter, geht aus. Und das ist der Sinn dieser ganzen Thematik. So, jetzt bekomme ich für diese Diversität 20 Punkte, hast du vielleicht eben in der Tabelle gesehen. Jetzt brauche ich noch weitere 45, aber die kann man sich dann eben aussuchen. Das würde dieses Video allerdings sprengen. So, jetzt sind wir am Ende dieser Begriffserklärung und auch des Common Cause Failures und der Diversität. Und wenn du noch Fragen haben solltest zu der Sache, dann kannst du dich natürlich gerne bei uns melden. Am besten unter die Kommentare, kannst uns auch gerne anrufen oder uns eine E-Mail schreiben an info@bernstein.eu. Ich finde es super cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei wärst. Und es würde mich auch mega freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, das Video likest. Ja, und dann wünsche ich dir noch alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.